The Somnium Files. Ich glaube, ich muss nicht noch einmal darauf eingehen, wie sehr ich mich auf dieses Spiel freue, oder? Also, falls ihr komplett verwirrt seid und gar keine Ahnung habt, wovon ich gerade rede, solltet ihr am besten erstmal dieses Video hier gucken. Link dazu in der Beschreibung. Davon ausgehend, dass ihr das nun getan habt, können wir uns die große Eröffnungsrede also wohl sparen und direkt zum interessanten Teil kommen. Dazu, wie es mit Tessa und ihrem YouTube-Kanal weiterging, nachdem sie ihren eigenen Tod in Ai zu Gesicht bekommen hat. Denn auch wenn an sich nicht mehr wirklich viel passiert ist, gab es einige Entwicklungen, die ich in dieser Form wirklich nicht erwartet habe. Wir waren letztes Mal gerade so weit, dass sowohl Tessa als auch Ota Erklärungen von Uchikoshi verlangt haben, welcher aber abseits von ominösen Andeutungen dazu, dass das Ganze kein Spiel sei und dass alles im November beginnen nicht wirklich handfeste Antworten geliefert hat. Da Tessa sich damit nicht zufrieden geben will, sieht sie sich also gezwungen, Ai einfach selbst zu spielen und dort nach Antworten zu suchen, was sie auch auf Twitter ankündigt. Damit ist sie scheinbar auch erstmal so schwer beschäftigt, dass sie keine Zeit mehr hat, um sich vernünftige Videos für YouTube zu überlegen. Klar kann man da bestimmt noch irgendwas rein interpretieren, aber gut, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Das vielleicht interessanteste Video ist erstmal wahrscheinlich noch das Q&A, in dem sie tatsächlich Kommentare beantwortet. Da werde ich gleich auch noch ein, zwei Punkte rausnehmen. My favorite character is Kyle. Aber erst einmal springen wir zu dem ersten Video, das sie nach dem Durchspielen von Ai hochgeladen hat. In diesem nimmt Tessa einen Anruf von Uchikoshi entgegen, doch zu ihrer Überraschung sieht sie auf der anderen Seite nicht eben diesen, sondern sich selbst. Naja, nicht ganz. Um genau zu sein, ist es sie selbst auf Japanisch. Ja, die verschiedenen Dubs wurden soeben Bestandteil der Story. Sind sie also zwei vollkommen unterschiedliche Charaktere? Naja, also wirklich ergibt das keinen Sinn, aber heben wir uns mögliche Erklärungen für später auf. Ich habe erwähnt, dass dies das erste Video war, was sie nach dem Durchspielen von Ai hochgeladen hat, weswegen ihr euch jetzt vielleicht fragen könntet, inwiefern das aus dem Video hervorging und, naja, gar nicht. Jedenfalls nicht direkt. Stattdessen ist im Hintergrund des letzten Frames plötzlich ein QR-Code aufgetaucht, welcher zu einem geheimen, ungelisteten Video namens A-Set führt. In diesem erzählt sie, dass ihr nächstes Video ihr letztes sein wird, da sie durch das Spielen von Ai viel gelernt hat, was wir lieber mit unseren eigenen Augen sehen sollen, über das Sync-System und die Somnium-Welten, Mr. Okiura, Date und Iris Sagan, was eigentlich nur ihr echter Name ist, den sie aber trotzdem wie eine andere Person aufzählt. Komplett abseits davon fragt ihr euch vielleicht bereits, was hier eigentlich die ganze Zeit für Buchstaben im Hintergrund zu sehen sind. Das Video beginnt mit der Aufschrift Why Dreams Die, welche danach beginnt, die Buchstaben hin und her zu tauschen. Und falls es nach Zero Escape noch nicht offensichtlich genug war, das ist ein Anagramm. Ich nehme euch die Lösung jetzt einfach mal vorweg. Die höchstwahrscheinlich richtige lautet Where is my dad? Und tatsächlich hat Tessa zwar schon mehrfach ihre Mutter erwähnt, aber von ihrem Vater haben wir noch nie etwas gehört. Mysterien. In der einen Woche bis zu ihrem finalen Video verschwimmt die Grenze zwischen Spiel und Realität dann jedenfalls immer weiter. Tessa scheint gar kein wirkliches Problem mehr damit zu haben, dass sie offensichtlich auch in einer anderen Sprache existiert. Sie fängt sogar an, mit ihrem fucking Voice Actor zu interagieren. Otas Reaktion ist da ein klein wenig anders. Er beginnt, wie es eigentlich auch sein sollte, absolut alles anzuzweifeln, sowohl wer Tessa wirklich ist, als auch wer er selbst eigentlich ist, ob er nicht eigentlich nur sein Voice Actor ist oder etwas ganz anderes. Das Ganze ging so weit, dass Tessa auf einmal gepostet hat, dass sie einen Discord gefunden hat und diesem beigetreten ist. Da ich zu dem Zeitpunkt leider bereits von diesem gebannt wurde, reden wir nicht darüber, konnte ich zwar nicht live dabei sein, aber zumindest hat eine sehr freundliche Person Screenshots der Nachrichten gemacht und das ist alles absolut großartig. Sowohl Tessa als auch Ota treten im Discord bei und während Tessa bloß Werbung für ihren Auftritt auf der Anime Expo macht, antwortet Ota auf jede ihrer Nachrichten und wird komplett ignoriert. Nachdem sie damit fertig ist, geht sie auch schon wieder und lässt Ota alleine. Das ist so gut. Das ist halt wirklich genau so, wie ich mir das zwischen den beiden vorstelle. Also, ja, gut, lassen wir das. Das ist dann aber auch der Punkt, an dem Ota anfängt, ein paar relevantere Themen anzusprechen. Er beginnt direkt damit erneut seine Zweifel über sein Echtsein anzusprechen. Ist er real? Sind Leute auf dem Discord real?
Er fängt an, über den Zwischenfall bei der GDC zu reden, wie Tessa im Lagerhaus hätte sein sollen, aber es nicht war. Wie sie die Wochen danach Videos hochgeladen hat, in denen sie sich eindeutig anders verhalten hat. Und hier erfahren wir das erste Mal, dass er nun versucht hat, ihr diese Videos zu zeigen. Aber sie scheinbar einfach nicht sehen kann. Und diese Aussage finde ich sehr interessant. So als würde dieser Zeitraum einfach nicht für sie existieren. Und was ihm am meisten Angst an der ganzen Sache macht, ist, dass sich Tessa selbst so verhält, als wäre alles in Ordnung. Und die einzige Erklärung, die ich dazu hätte, wäre, dass sie schließlich bereits Ai gespielt hat. Dass sie bereits Antworten auf all die Fragen, die Ota plagen, gefunden hat. Und somit kein Problem mehr damit hat. Nun gut, gucken wir endlich mal in ihr letztes Video rein. Vielleicht bekommen wir da ja noch irgendwelche Antworten. Und direkt vorweg, ab jetzt beginne ich ein wenig mit Theorien um mich zu werfen. Viele davon sind eher kleine Gedankenausschnitte, aber ich möchte sie trotzdem schon mal mit euch teilen und dann mal abwarten, wie viel ich vorhersehen konnte. Also, zum Video. Erstmal begründet sie direkt, warum sie aufhört, Videos hochzuladen. Sie hat nicht mehr viel Zeit über. Und wenn wir mal auf die Website des Spiels gucken, sehen wir im Storyteil direkt: Die erste Leiche der Serienmorde wird also im November gefunden. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, als Uchikoshi auf Twitter geschrieben hat, dass Ai kein Spiel sei, hat er auch erwähnt, dass alles im November beginnen wird. Und mit November meinte er wohl wirklich diesen November? Es scheint so, als würde Ai wirklich dieses Jahr spielen, 2 Monate nach Release des Spiels. Sollte ich also davon ausgehen, dass das ARG im November nochmal einen großen Abschluss erhalten wird? Ich meine, es wäre eine Sache, wenn das Spiel im September spielen würde, aber so muss es doch bedeuten, dass wir das Wissen des Spiels auch irgendwie nutzen können, um die zukünftigen Ereignisse vorherzusehen. Das erklärt irgendwie auch, wieso Ota Tessa nie in der Lagerhalle gefunden hat. Das Video von Tessas Zergstückelung stammt einfach vom November. Ota dachte zwar, dass er zum gleichen Zeitpunkt in der Lagerhalle war, aber die Tatsache, dass die Kreissäge dort vollkommen unbenutzt war, zeigt, er war eigentlich mehrere Monate zu früh. Was das auch ermöglicht, ist natürlich, dass sowohl Otas als auch Tessas Handeln in Ai stark durch dieses Vorwissen geprägt wurde. Die Tatsache, dass Ota also wohl vom Eisbärenmörder überwältigt und ebenfalls getötet wird, hängt ziemlich sicher damit zusammen, dass er überhaupt erst versucht hat, ihn aufzuhalten, weil er bereits seit Monaten wusste, dass dieser der Mörder sein würde. Gut, weiter mit dem Video. Es beginnt ein kleines FAQ. So far, have you chosen the right path? Answer! What's more important than the outcome is that you chose the path you believe in. Diese Aussage wirft sehr interessante Möglichkeiten dazu auf, wie die Entscheidungen in diesem Spiel funktionieren könnten. Und begründen möchte ich sie an dieser Stelle mit einer Aussage aus dem Q&A, das einige Wochen früher erschienen ist. Tessas Lieblings-Urban Legends sind der Mandela-Effekt und der Bohemian Grove. Und jeder, der Zero Escape kennt, weiß, dass Uchikoshi es liebt, Story-Elemente in seinen Spielen auf bereits existierenden Konzepten zu basieren und diese auch offen zu erwähnen. Und da genau diese beiden Urban Legends gleich zweimal im Q&A erwähnt werden, sollte man die, glaube ich, nicht einfach so ignorieren. Was der Bohemian Grove in diesem Fall sein soll, ist ziemlich offensichtlich. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, handelt es sich dabei um einen privaten Verein voller einflussreicher Leute, die sich jährlich treffen und Sachen machen, über die verschiedene Verschwörungstheorien aufgestellt wurden. Es geht also ganz klar um Nice at Lost, die geheime Organisation, die Tessa früher noch öfters erwähnt hat, die ebenfalls sehr einflussreich sein soll und angeblich von Aliens kontrolliert wird. Und wenn wir jetzt mal daran zurückdenken, was wollten die nochmal? Menschen dazu bringen zu denken, sie würden in einer Simulation leben? Ich will ja nicht sagen, dass es mittlerweile ziemlich viele Sachen gibt, die dafür sprechen, aber doch. Das würde erklären, warum es 2 Tessas mit verschiedenen Dubs gibt oder warum Tessa einfach auf der GDC verschwunden und einige Zeit später wieder aufgetaucht ist, sich aber jetzt nicht mehr an die Zeit dazwischen erinnern kann, als wäre sie für sie nie passiert. Ja, es ist alles nur eine Simulation, ist mittlerweile ein ziemlich ausgelutschter Twist, aber es kommt darauf an, wie man das Ganze nutzt, würde ich sagen. Okay, kommen wir damit langsam mal zum Mandela-Effekt. Bei diesem handelt es sich um das Phänomen, dass sich Menschen teils kollektiv an falsche Fakten erinnern. Das wohl simpelste Beispiel ist die Tatsache, dass das bekannte Star Wars Zitat "Luke, ich bin dein Vater" eigentlich gar nicht in dieser Form im Film vorkommt. Er hat mir gesagt, dass Sie ihn umgebracht haben. Nein, ich bin dein Vater. Inwiefern das mit dem Spiel zusammenhängen könnte? Nun, ich habe mittlerweile 2 verschiedene Theorien, die ich an dieser Stelle einfach mal beide mit euch teile.
Tessa sagt ja, dass es hauptsächlich wichtig ist, dass wir den Pfad wählen, an den wir selbst glauben. Die Entscheidungen werden in diesem Spiel wohl zum Großteil darauf basieren, dass wir in die verschiedenen Traumwelten der Charaktere gehen und dort nach Hinweisen suchen. Und je nachdem, zu welchem Ergebnis wir kommen, wie genau wir die Träume interpretieren, wird die Story anders verlaufen. Schließlich stellen die Träume auch nicht unbedingt die Wahrheit dar. Zwar können die jeweiligen Zeugen nicht mehr direkt lügen, sie können uns aber auch nur das zeigen, was sie in ihrem tiefsten Unterbewusstsein für die Wahrheit halten. Nun, meine erste Theorie dazu war, dass jede Route im Endeffekt zu einer anderen Wahrheit führt. Dass wir egal zu welchem Ergebnis wir kommen, egal wen wir jeweils als Mörder herausarbeiten, wir werden immer Recht damit haben. Wie das möglich sein soll? Naja, Paralleluniversen natürlich. Während diese in der Zero Escape-Reihe noch ganz klassisch funktioniert haben und sich durch verschiedene Entscheidungen aufgespalten haben, gibt es hier von vornherein alle verschiedenen Universen. Eins, in dem Ota der Mörder ist, eins, in dem Mr. Okiura der Mörder ist, eins, in dem Date der Mörder ist und so weiter und so fort. Zu Beginn des Spiels befinden wir uns noch in keinem bestimmten davon und erst dadurch, dass wir im Spiel voranschreiten, entscheiden wir, was in unserem jeweiligen Universum in der Vergangenheit passiert ist. Mittlerweile habe ich noch eine andere Theorie, die aber zumindest teilweise darauf aufbaut. Während ich diesen Skript geschrieben habe, habe ich nämlich sicherheitshalber nochmal nach dem Mandela-Effekt gegoogelt, um auch ja nichts Falsches zu sagen und bin auf einer Seite gelandet, auf der dann auch gleich einige der beliebtesten Theorien zur Erklärung von diesem aufgelistet waren. An erster Stelle standen tatsächlich Paralleluniversen, aber an der zweiten Erinnerungsmanipulation durch die Regierung oder Aliens? Klingt natürlich nach absolutem Blödsinn, aber hatten wir sowas Ähnliches nicht gerade schon? Mit Nice Laws? Laut meiner zweiten Theorie sind also nicht alle möglichen Ergebnisse, zu denen wir im Verlauf unserer Ermittlungen kommen können, wahr? Die Charaktere denken nur, dass sie wahr sind, weil Aliens ihre Erinnerungen dementsprechend manipulieren. Aber, warte mal, heißt das nicht, wenn Tessa uns sagt, dass wir den Pfad wählen sollen, an den wir glauben, und wir als Spieler die Entscheidung treffen, beeinflussen wir nicht, was die Charaktere in AI glauben? Sind die Aliens, von denen hier die Rede ist, vielleicht keine Wesen von anderen Planeten, sondern Wesen aus einem Paralleluniversum, also aus unserem Universum? Wir? Aber welchen Zweck hätte das alles, gerade wenn es wahr ist, dass das Ganze nur eine Simulation ist, was es ja offensichtlich sein muss, wenn wir es als Videospiel spielen? Was wäre, wenn das Ganze deswegen 2 Monate nach Release spielt? Das gesamte Spiel ist eine berechnete Simulation der Ereignisse im November und wir sollen im Zuge dessen bereits die Wahrheit in Erfahrung bringen, um die zukünftig beginnenden Serienmorde präventiv aufhalten zu können. Zu weit hergeholt? Vielleicht, aber ich bin erstmal zufrieden. Entweder ich habe gerade absoluten Blödsinn geschrieben oder bereits den halben Plot des Spiels geknackt. Ich lasse mich überraschen. Und so oder so, vergesst bitte nicht, dass das alles natürlich nur die Grundlagen sind, auf denen die Mysterien des Spiels aufbauen. Es sagt uns rein gar nichts darüber, wer denn nun wirklich der Mörder ist, wo Tessas Vater hin ist oder was vor 6 Jahren passiert ist, als es schon mal ähnliche Serienmorde gab, da er seine Erinnerungen sowie sein Auge verloren hat und auch noch eine Fabrik hochging. All das sind Mysterien, die im Zuge des ARGs bereits angebrochen wurden, aber für die wir auf jeden Fall noch lange nicht genug Hinweise haben, um sie auch tatsächlich zu lösen. Naja. Das oder ich bin einfach nicht clever genug. Ob ich diese dann noch im Verlauf des Spiels gelöst kriege, erleben wir dann ab morgen in meinem Let's Play. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Ich bin sehr, sehr gehypt. Falls euch meine Zusammenfassung zu knapp war und ihr wirklich jedes Detail aufatmen wollt, guckt euch einfach mal selbst auf dem Kanal um oder schaut euch die beiden wesentlich längeren Zusammenfassungsvideos von Jack's Bag of Marker an. Link dazu in der Beschreibung. Ich hoffe, meine Videos zu dem Thema haben euch aber auch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da und dann hoffentlich bis morgen. Ciao.